So, hier. Tore hat nämlich auch einen Dackel. Ja, das ist Lando, unser Chef. Der ist jetzt schon 15 oder 16, weiß ich gar nicht ganz genau. Und das war so die Zeit, wo er anfing, dann schon nicht mehr beim Spazierengehen so mitzulaufen. Und dann hatte ich ihn hinten im Rucksack drin. Das ist der Chef. Hinten im Rucksack, dann ist aber auch so eine Babytragetasche eigentlich. Nee, das ist ein ganz normaler Rucksack. Also der ist, das war echt damals, der konnte auf einmal, ging's nicht mehr. Und dann saß er im Wald, hat gejault und dann habe ich gesagt, ja komm, dann steig hinten drauf und dann habe ich ihn mitgenommen. Das fand er toll. Das ist ja sehr löblich, sehr tierlieb bist du also. Ja, also ich bin total, also Hunde sind super. Leider in Köln geht's halt nicht. Und deshalb sehe ich die ja nur bei meinen Eltern, aber das ist immer schön. Aber immer insgesamt sind es 3 Stück. Genau, wir haben 3 Hunde zu Hause. Also den Dackel noch, den Cairn-Terrier und den Rhodesien-Ritschbeck. Und die verstehen sich alle super? Ja, also er ist der Chef und die beiden Mädels sind halt auch so eine Truppe, die immer draußen rumrennen. Also die verstehen sich alle gut. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf Otti. Also Otti hast du dann bekommen, wann? Am meinem 18. Geburtstag. Da war die dann noch so irgendwie und das war gleich hinterher so. Genau, das war echt und da haben wir es genau so gemacht, witzigerweise. Also sie wohnt bei uns zu Hause, die hat zwar so eine Hütte und da kann sie aber immer raus, wenn sie will und läuft dann bei uns über die Wiesen und geht in den Wald auch spazieren, dann ist sie mal einen Tag weg. Und sonst zum Fressen kommt sie aber immer wieder und die hat echt ein schönes Leben. Und ist jetzt wie alt? Ja, jetzt dann, ich bin 24, dann ist sie jetzt 6. Und wie alt wären solche Schweine? Also ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von irgendwelchen Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß, wie alt das andere Schwein ist, glaube ich, so 16 oder 17 geworden. Die werden, glaube ich, ganz schön alt. Wenn es denen gut geht, werden die, glaube ich, ein bisschen älter. Also Otto ist 18 geworden oder 17. Ist ja auch nicht schlecht. Und du bist wirklich so richtig auf dem Land irgendwie groß geworden und immer unter Tieren gewesen? Ja, genau. Also wir hatten schon immer Pferde bei uns zu Hause und immer ein paar Hühner so für die frischen Eier. Die schmecken ja viel besser als zum Beispiel die aus dem Supermarkt. Ja, ich komme auch vom Land, ich weiß ja Bescheid. Ja, genau, dann weiß er. Und dann hatten wir immer so die Hühner, die dann bei uns rumrennen, immer so 3, 4 Stück. Dann kommt immer mal der Habicht, der dann so ein paar davon, die dann dezimiert. Dann müssen wieder neue ran. Das ist immer ein bisschen traurig, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Oder dann die Pferde. Wir haben auch die Pferde, die wir haben, selbst gezüchtet. Und jetzt haben wir noch zu Hause dann 2 Stuten, die älteren, die laufen bei uns rum und haben auch eigentlich so, glaube ich, das entspannteste Leben überhaupt. Müssen nur auf der Wiese rumlaufen, zum Fressen einmal, zum Tor kommen und also ein Leben ohne Tiere kann man sich gar nicht wirklich vorstellen. Also ich überhaupt nicht. Also das geht gar nicht. Also die sind halt immer da, sind immer nett und ja. Das ist doch schön. Wir haben jetzt noch eine ganz tolle Kategorie bei uns, nämlich die Kategorie Hä? Und das ist diesmal gar nicht so, man kann es erkennen, und zwar ist das ein Kalender von Verbotene Liebe. Naja. Für nächstes Jahr. Und Tore wird es natürlich noch unterzeichnen. Dann ist es gerade mal noch 1.000 Euro mehr wert. Ja, nicht ganz. Und es sind ganz, ganz tolle Bildchen drin. Und hier, ganz romantisch. Ja, schönste ist natürlich auf der letzten Seite. Auf der letzten Seite ist das, ach, da bist du, oder wie? Haben wir gerade einen Weihnachtsbaum auf unserem Schloss Königsbrunn geklaut. Und mir fällt alles runter hier. Das macht gar nichts. So. Das ist doch wunderbar. Ja. Auf jeden Fall können Sie den Kalender gewinnen, wenn Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten. Und zwar, wie heißt das Schwein von Tore? Heißt das A, Otti, oder heißt das B, Pfiffi? Tja, Wenn Sie die Antwort wissen, oder beziehungsweise Ihre Antwort, schicken Sie einfach mit dem Stichwort Kalender an TierTV Postfach 210 450 in 10504 Berlin oder einfach eine E-Mail an entertainment@tier.tv. So, das war's erstmal. Hier wird jetzt schön, dass du auch was Nettes schreibst, gell? Ja, natürlich. Ich schreibe nur nette Sachen. Wir kommen derweil, solange er sich konzentriert, was er da so schreibt, kommen wir Herzliche zu What's Grüße Hot. Herzliche vom Grüße. Kommen wir zu What's Hot und da geht es um Pferderennen à la Ben Hur. Also da bin ich ja jetzt ein bisschen neidisch. Ich möchte das auch gerne mal machen. So. Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre eigentlich so die nächste Aktion. Wenn wir zusammen auf den Wagen gehen, können wir das ja mal in Köln irgendwie starten. Müssen wir Stefan Rath mal fragen, ob der das... Das ist eine offizielle Einladung. Ja, gerne. Ich lade dich gerne zum Reiten ein. Wunderbar. Du, apropos, du hast ja auch ein Pferd oder hattest ein Pferd, ne? Ich zeig mal hier das Bild. Ja, genau. Ich bin 15 Jahre lang eigentlich, oder 16 glaube ich, bin ich Dressur geritten und musste dann leider so, als das mit Abi und Bundeswehr und alles kam, weil Reiten ist ja so ein Hobby, wo man leider sehr viel Zeit für braucht und kann das irgendwie jetzt, ja, du weißt das ja, du reitest ja dann auch. Dann, und Tennisschläger und so kann man alles in die Ecke hauen. Das Pferd kann man halt zwar in die Ecke stellen, aber das braucht dann trotzdem noch irgendwie, will
geputzt werden, gefüttert werden. Das dauert halt alles immer. Das stimmt wohl. Und das hier ist so ganz kurz vom Turnier, oder wie? Ja, genau, das ist mein Pferd Knutschen. Welcome. Nee, war ganz witzig. Immer, bevor ich aufs Turnier gegangen bin, stand der immer morgens nochmal unterm Solarium. Das war so ein ganz entspannter. Und da habe ich dann nochmal die Zöpfe kontrolliert und so. Und dann hat er immer auf meiner Schulter gepennt. Und ja, das war Das ist aber schön, Mensch. Welcome. Ja, es war auch echt sehr traurig, als ich den verkaufen musste. Dann, das war, ja, aber gehört halt auch leider dazu. Wenn man so ein Tier hat, muss man halt irgendwann auch mal wieder Wann Tschüss sagen. wann hast du angefangen mit Reiten? Ach, keine Ahnung. Meine Schwester ist früher schon geritten und dann bin ich eigentlich immer nur so mitgelaufen, habe mich mal auf die Ponys gesetzt mit so einer Spielzeugpistole und habe Cowboy gespielt und irgendwann wurde dann da irgendwie ernst raus und habe ich mal doch ein bisschen, ich weiß gar nicht. Du hast ja auch gesagt, entweder 7. ganz oder gar nicht. Also hast dann auch wirklich Ja, genau, richtige mit 7, Ausbildung gemacht. Ja, und dann halt Dressur. Und dann geht das ja irgendwie, dann bin ich A-Dressur, L-Dressur geritten. Und dann, wenn das mit M dann anfängt, da muss man halt schon noch viel mehr Zeit investieren. Und da war ich dann eher so der Typ, der auf die Reiterpartys gegangen ist und bin das dann ist dann immer natürlich morgens besoffen dann irgendwie aufs Turnier gefahren. Und das funktionierte dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr. Und da wurde dann meine Mutter auch ein bisschen grantig, weil sie musste dann immer mein Pferd auf den Hänger packen. Ich habe im Auto gepennt. Aber witzigerweise hat das immer besser geklappt, wenn ich was getrunken habe. Ja, also es soll jetzt kein warst du dann, Tipp sein, nein, ist kein irgendwie Tipp. was zu trinken, aber vielleicht ich war dann warst du halt nicht so entspannter. nervös, ja, wahrscheinlich genau. schon. Die Pferde merken das ja sofort, wenn man jetzt so lockerer ist, dann sind die auch lockerer. Und ich war halt unter Alkoholeinflus anscheinend locker. entspannter, habe das alles so gesehen, ja komm. Und mein Pferd fand das dann gut. Ja, das ist ja wunderbar Habe ich ihn dann. nicht so viel genervt und dann hat er was Schönes gemacht. Was steht bei dir jetzt noch so an? Was machst du jetzt? Gibt es irgendwas Neues? Gibt es was du unbedingt noch erzählen möchtest? Was ich unbedingt erzählen will, ja, heute, also ganz kurzfristig gedacht, heute Abend fahre ich noch nach Köln, da ist eine Oktoberfestparty, eine nachgemachte und da werde ich heute Abend noch feiern und am Wochenende geht's dann ins Erzgebirge, da fahre ich ein bisschen zur Jagd. Das wird mein Wochenende, da freue ich mich jetzt drauf. Hat auch mit Tieren zu tun, In einer anderen Art und Weise, genau. aber hat auch mit Tieren zu tun. Mensch. Ja, du, dann ist eigentlich schon die Zeit um. Also Das ging, wir haben ruckzuck. ja, es ging ruckzuck. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja. Und vielleicht irgendwann mal wieder und dann bringst du mal deine ganzen Hunde, Schweine und irgendwie alles mit. Wenn wir das dann draußen machen oder so auf einer Wiese und ich die alle hier mit rein oder dann dahin mitbringen kann, gerne. Mache ich. Alles klar. Versprochen. Das ist doch wunderbar. Versprochen. Ich komme darauf zurück. So, ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei Ihnen und fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und zum Schluss haben wir natürlich noch den Brüller. Machen Sie es gut. Bye, bye. Tschüss.